Ja, herzlich willkommen zum Develop Forum in der Home Edition heute. Heute hier aus Hamburg. Gemeinsam sind wir heute hier bei unserem Kunden Dacosi hier in der Hamburg Hafen City. Willkommen, das bin zum einen ich, Holger Hensgen-Overkamp von der Develop Classification Consulting und zu meiner Linken Herr Linder. Ja, moin aus Hamburg. Ja, moin, moin. Ja. Wir zeigen heute unsere Lösung, wie wir es gemeinsam geschafft haben, eine große Anzahl von Dokumenten, hunderte von Seiten in kürzester Zeit zu erfassen und zu digitalisieren. Ein kleines Konterfei von uns beiden, ich glaube, das trifft sich oder da finden wir uns sicherlich wieder. Kurze Agenda, wir gehen in die Ausgangssituation. Sie, Herr Linder, zeigen uns einmal, schildern, was uns dort bewegt hat, dass wir gemeinsam miteinander diese Lösung erarbeitet haben. Schauen uns das Kundenprojekt an, das Kundenprojekt der DB Schenker, SW Zoll, die Lösung einmal skizziert und natürlich schauen wir uns auch die Lösung im Detail an, dass wir genau dieses einmal für alle sichtbar machen. Dann gehen wir auf die Mehrwerte des Kunden ein. Mit einem Fazit enden wir dann und grüßen dann auch zu guter Letzt wieder aus Hamburg. Die Ausgangssituation. Und an der Stelle, Herr Linder, darf ich an Sie übergeben, um uns mal dort in die Welt der Logistik zu entführen. Was hat sich dort oder wie stellt sich das dort dar für Sie? Ja, also als Dacosi sind wir als IT-Unternehmen für die Logistik unterwegs und da sind wir viel bei Logistikunternehmen auch vor Ort und kümmern uns prinzipiell im Wesentlichen um die Digitalisierung. Tatsächlich ist es aber so, dass sehr, sehr viele Prozesse heute noch papierbasiert laufen und in der Konsequenz auch sehr viel Arbeit verursachen, denn diese Dokumente müssen in der Regel ja nicht nur abgelegt werden, sondern die müssen die Daten, die da in diesen Dokumenten stehen, die müssen abgetippt werden, die müssen in die Systeme gebracht werden und im Bereich der Zollabwicklung dann entsprechend auch einem Zollantrag zugeführt werden. Und das Ganze dient ja der Unterstützung der operativen Prozesse. Das heißt, das muss alles in einer gewissen Zeit erfolgen. Und in der Konsequenz ist das durchaus ein Thema, mit dem sich Unternehmen heute in der Logistik sehr, sehr oft beschäftigen. Wie schaffe ich es, diese Daten von diesen Dokumenten irgendwie in meine Systeme zu bekommen, möglichst mit wenig Aufwand und in der dafür vorgesehenen Zeit. Und auch wenn wir viel über Digitalisierung sprechen, man muss sagen, wir sind zwar viel vom Papier jetzt zum PDF gekommen, ja. Aber das Problem ist damit natürlich nicht beseitigt. Prima. Hier nochmal grafisch dargestellt der Prozess, den wir dort bei Ihnen gefunden haben. Also einmal der Zugang der Dokumente letztendlich in der Papierform, dann dieser manuelle von Ihnen dargestellte Aufwand und dann die Ablage oder Weiterführung des entsprechenden Prozesses. Und das Ganze haben wir jetzt ja realisiert für die SW Zoll, die DB Schenker. Jetzt sind Sie von der Dacosi. Wie schließt sich denn da der Kreis, Herr Linder? Genau, also SW Zoll ist unser Kunde. SW Zoll ist ein Zolldeklarant, der unsere Zollsoftware einsetzt. SW Zoll ist eine 100%ige Tochter der DB Schenker und erbringt vor dem Hintergrund auch einen Großteil der Zollanträge für den DB Schenker. Und genau, vor dem Hintergrund ist der Kunde auch auf uns zugekommen, dass er sagte, es gibt da einen Prozess, der sehr aufwendig ist und viele manuelle Aufwände verursacht und möglicherweise kann man da doch eine intelligente Scan-Lösung einsetzen, wenn ich es mal so ganz salopp sagen darf. Und da sind wir auch dann auf Sie zugekommen. Dazu gleich noch mehr. Vielleicht erstmal zur Einführung. Genau, wer ist eigentlich Dacosi? Also im Logistikumfeld kennt man uns, aber möglicherweise nicht bei allen anderen Unternehmen. Und wir sind ja seit 35 Jahren etwas mehr im Markt, kümmern uns um die Digitalisierung der Logistik. Anfangs gestartet mit der Entwicklung eines Hafenkommunikationssystems, also sozusagen eigentlich genau das Gegenteil. Wie schafft man es eigentlich papierlos zu agieren? Das funktioniert hier im Hafen eigentlich ganz gut. Wir haben da sehr, sehr viele Systeme auch drumherum entwickelt natürlich jetzt in der Zwischenzeit, dass man sagen kann, alle Container, die heute über den Hamburger Hafen hier sozusagen einmal über die Elbe rüber abgewickelt werden, die laufen heute alle durch unsere Systeme und werden über diese Systeme entsprechend gesteuert und koordiniert. Also ein großes Thema. Das machen wir auch heute noch. Wir sind unter anderem mit dem Frankfurter Flughafen mit einem vergleichbaren System unterwegs. Luftfracht sind die Prozesse anders, aber die Idee ist im Prinzip die gleiche. Genau, Frankfurt ist ja der größte Frachtumschlagsplatz luftfrachtseitig in Europa. Also von daher auch da viele, viele Sendungen, die da entsprechend umgeschlagen werden und viele Daten, die da ausgetauscht werden. Auch da
haben wir entsprechende Plattformen aufgebaut, die wir da entsprechend heute betreiben. Also von da auch da viele Prozesse, die wir da optimieren konnten. Wir sind über unsere Tochterfirma Cargosoft im Speditionsumfeld unterwegs mit Speditionssoftware, also wirklich rein operative Systeme. Und in dem Kontext kam ja auch dann der ursprüngliche Draht zu Develop, denn Develop ist ja schon ein langjähriger Partner von Cargosoft und dadurch kam auch dann sozusagen der Aufschlag jetzt aufgrund der Kundenanfrage, über die wir jetzt gleich sprechen. Last but not least ein Thema noch. Wir sind einer der größten Zollsoftwareanbieter in Deutschland und genau darum geht es ja auch heute, dass eben die SW Zoll auch unsere Zollsoftware dort einsetzt seit einigen Jahren und vor dem Hintergrund auch auf diese Frage zu sprechen kam. Wie kann man da entsprechend Prozesse automatisieren? Genau, das Bild zeigt es eigentlich schon relativ gut. Genau, SW Zoll ist unser Kunde gewesen und wir kannten die Develop, auf die wir entsprechend zugegangen sind mit dieser Problemstellung. Ja. Und so kam es entsprechend zu der Develop Classification Solutions für die Lösung, die wir jetzt hier vorstellen können. Prima, danke für den Weg dahin. Und da schließt sich auch letztendlich der Kreis und er bietet uns ja auch weitere Möglichkeiten. Wenn ich jetzt daran denke, was wir umgesetzt haben, wir haben die Zollausfuhrdokumente umgesetzt und das für den Kunden halt der DB Schenker. Und die Lösung, die wir heute hatten, wie sie es gerade geschildert hat, wir fanden ein hohes Dokumentenvolumen dort. Wir sprechen hier von nicht 2 Seiten, 3 Seiten, sondern wir haben es beide dann gerade im Test auch mit dem Kunden erfahren, dass es durchaus mehrere 100 Seiten sind, 400 Seiten mit dem Auslesen nicht nur der Kopfdaten, sondern es ging dann darum, auch die einzelnen Positionsdaten auszulesen. Und da sind wir dann auf Werte gestoßen, die mehr als 1000 einzelne Positionen dort zählen konnten. Und wir mussten diese, oder der Mitarbeiter früher war wirklich dort beschäftigt, damit diese einzutippen. Ja. Und heute werden die entsprechend ausgelesen, die werden digitalisiert, dem weiteren Prozess übergeben und fließen dann in ihre Zollsoftware entsprechend ein. Was haben wir getan an der Stelle? Ich erinnere mich an den Anfang. Wir haben uns darüber unterhalten, diese Lösung nicht in der Cloud zur Verfügung zu stellen, sondern die ersten Schritte, die ersten Überlegungen waren, das genau on-prem abzubilden. Das war der erste Schritt dahin. Und dann gab es in Ihrem Haus, glaube ich, sagen Sie selbst, da gab es die Frage, ob wir es auch anders lösen können. Genau, also wir hatten erstmal ein Testsystem für den Kunden aufgesetzt, damit er sich sozusagen mit der Lösung auch auseinandersetzen kann, beschäftigen kann. Und später kam auf die Frage, ist es eigentlich richtig, dass das Ganze dann on-prem laufen sollte? Und wir setzen unsere Lösung für den Kunden auch als SaaS-Lösung ein. Und so war es natürlich am einfachsten, dass wir dann sagen, dass auch die zugehörige Scan-Lösung, ich tituliere es bewusst ein bisschen einfacher, dann entsprechend auch als SaaS-Lösung, sprich in der Cloud, dann betrieben werden sollte, weil es für den Kunden auch am einfachsten war. Das haben wir gerne aufgenommen und haben natürlich die Lösung dann überführt in die entsprechende Cloud-Lösung. Wir sind hingegangen, haben die entsprechende Indexierungsmaske nach den Anforderungen angepasst, erstellt in die Cloud, weil die Technik, die wir einmal on-prem zur Verfügung gestellt haben, haben wir in die Cloud transferiert und die steht jetzt in der Cloud zur Verfügung, sodass da auch genau dem Wunsch entsprechen werden konnte und wir auch die weiteren Prozesse dort ansprechen konnte, das heißt ihre Schnittstelle bedienen konnte, die dann diese Metadaten annimmt, um dann in die Zollsoftware dort zu überführen. Und um diese Dokumente geht es. Zollausfuhrbegleitdokumente, das sind diese artigen Dokumente. Für uns natürlich ganz neu, für Sie nicht so neu. Sie kennen Sie kennen auch weitere Dokumente, aber das ist das Dokument, welches wir dann gesichtet haben. Und ich greife mal nochmal in die ersten Gespräche, da ging es darum, die Kopfdaten auszulesen. Als wir damit begonnen haben, wurde sehr schnell klar, dass es nicht nur die Kopfdaten sind, sondern diese Positionsdaten bis zu 1000, die es dann auszulesen galt. Ja, und das, wie Sie gerade dargestellt haben, sind diese 400 bis zu 400 und darüber hinaus Anzahl der Seiten. Ja, die Lösung ist jetzt so, dass wir halt diesen Dokumenteneingang digitalisieren. Wir scannen die Dokumente entsprechend ein und extrahieren aus diesen Dokumenten die nötigen Informationen. Die werden in die entsprechenden Attribute überführt und dann dem nachfolgenden Prozess zur Verfügung gestellt. Das ist jetzt mit unserer Lösung entsprechend
umgesetzt worden. Und hier haben wir die Lösung noch einmal grafisch dargestellt und genau dieser Prozess, wo wir hier aufgesetzt haben, ist genau der mittlere der Datenerfassung. Weil zuvor, wir müssen die Dokumente weiter öffnen und dann dem Scan zufügen und dem weiteren Prozess. Aber in dem mittleren Prozess, da wo der Mitarbeiter letztendlich zum Einsatz kommt, da konnten wir dann diese Verbesserung erzielen. Da sprechen wir über die Ressource Mensch in der Logistik. Ich weiß, es gibt vielleicht da Herausforderungen. Schildern Sie doch mal. Ja, also in der Logistik ist das Thema Personalmangel ein ganz großes. Und wenn es dann darüber hinaus noch darum geht, Fachpersonal für Zolldeklaranten zu finden, dann wird es am Ende ganz dünn. Das heißt, es ist von großer Bedeutung, dass man auch effiziente Prozesse hat. Und wenn es dann darum geht, solche Dokumente mit 400 Seiten abzutippen, dann ist das natürlich genau das Gegenteil von Effizienz. Oder beziehungsweise es ist sehr, sehr zeitaufwendig entsprechend. Und das ist ein großes Thema. Zum anderen natürlich auch die Mitarbeiterzufriedenheit. Man kann sich vorstellen, ein Dokument mit 400 Seiten abzutippen, das macht niemanden glücklich, oder zumindest die wenigsten. Insofern ist das beides ein ganz, ganz wichtiges Thema, einfach weil es einfach wenig Mitarbeiter gibt im Markt. Und einerseits die zu halten, beziehungsweise die man hat, entsprechend dann möglichst effektiv und effizient einzusetzen. Prima, dass wir da an der Stelle dann auch unterstützen konnten. Jetzt haben wir viel über diese Lösung gehört. Hier nochmal der Weg, wie er dann bei Ihnen im System weiter vollzogen wird. Vielleicht 2 Worte dazu. Genau, also in der Mitte sehen wir unser Clearing Center oder da wo entsprechend unser Rechenzentrum, wo die Software betrieben wird. Und von dort aus werden die Daten aus der Software entsprechend an das Zollrechenzentrum dann des deutschen Zolls, das Atlas, für die, der das kennt, übermittelt. Und von da geht es auch entsprechend auch wieder Rückmeldung zurück. Also das Ganze folgt vollkommen digital. Und der Kunde kann diese Software bedienen über eine Web-Oberfläche. Man sieht das ganz oben mit www gekennzeichnet. Da kann man dann übers Internet die Software aufrufen und die entsprechenden Daten erfassen. Da gibt es auch Erfassungshilfen und so weiter. Aber es ist halt eine manuelle Erfassung. Und darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, Daten auch in digitaler Form an die Software aus einem Vorsystem zu übermitteln. Und genau diesen Weg haben wir jetzt genutzt. Wir setzen sozusagen die Lösung der Develop als Vorsystem ein. Da werden die Daten eingescannt, verarbeitet und aus den Dokumenten werden Daten gemacht, so kann man das sagen. Und diese Daten werden dann in einem definierten Format an die Software übergeben und von dort aus dann auch automatisiert an den Zoll übergeben, sodass wir da sozusagen auch dann einen medienbruchfreien Prozess anschließend haben. Sehr schön. Jetzt haben wir viel über die Lösung gesprochen. Um dort auch mal einen Einblick zu bekommen, haben wir da die Lösung abgefilmt und schauen uns die entsprechend hier an. Wir nutzen die bekannte Technik aus dem Develop Document Reader Invoice. Das heißt, per Drag and Drop können die Dokumente hier zugefügt werden. Es wird ein Stapel gebildet, das sehen wir auf der linken Seite. Die Dokumente werden links dargestellt, die extrahierten Werte auch nochmal grafisch unterlegt, sodass wir sehen, was dort entsprechend aus dem Dokument herausgelesen worden ist. Rechts die Erkennungsmaske, die Attribute sind entsprechend angepasst und hier haben wir die ganzen Positionszeilen, die ausgelesen sind. Wir haben hier ein zweiseitiges Beispieldokument und auch hier ist die entsprechende Technik hinterlegt, sodass, wenn wir auf eine Position gehen und die dort mit der Lupe uns anzeigen wollen, entsprechend das genaue Feld, die Information auf der Seite automatisch auf der entsprechenden Seite dargestellt wird. Und der Mitarbeiter, das ist da die Ressource Mensch, die da wieder zum Tragen kommt, muss heute nicht mehr das händisch eintragen, sondern er ist jetzt von diesem manuellen Erfassen losgelöst und er ist jetzt in die Funktion des Kontrollierers dort auch gekommen. Also eine Wertigkeit, die wir da auch dem Mitarbeiter da gegenüber durch die Lösung geschaffen haben. Ja. Genau, aber genau das war eigentlich so ein bisschen die Sorge des Kunden, das Kontrollieren, ob das nicht am Ende genauso viel Zeit in Anspruch nimmt, wie das Erfassen. Denn dann ist natürlich niemandem etwas geholfen. Wir haben aber durchaus da sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht. Wir haben auch diese 400 Seiten da entsprechend eingescannt und konnten die weitestgehend fehlerlos übernehmen. Und dann haben wir noch ein paar Validierungen gebaut, sodass man auch vielleicht ein paar Positionen highlighten kann, wo es dann möglicherweise dann Abweichungen gibt von dem, was man erwartet vom Format. So haben wir heute einen Prozess, bei dem zwar kontrolliert werden muss, aber das in sehr geringem Umfang. Und das war dann eigentlich auch der Schlüssel dann auch für dieses Projekt dann zum Erfolg. Sehr schön.
schon angedeutet, also die Mehrwerte genau für den Kunden. Da sind wir genau im Thema. Wir haben die hier nochmal einzeln aufgelistet, aber... Also im Wesentlichen kann man sagen, das Ganze ist natürlich der Mehrwert ist, dass ich weniger Zeit brauche, um zeitraubende Datenerfassung durchzuführen. Und gerade wenn ich Dokumente habe, die sehr, sehr viele Daten beinhalten, möglichst in wie auch immer gearteter, strukturierter Form, dann ist das natürlich für den Kunden ein großer Mehrwert, weil er dann entsprechend auch diese Dokumente nicht mehr abtippen muss, sondern er kann sie dann einfach automatisch übernehmen. Und das darf man auch nicht vergessen, gerade in Corona-Zeiten, dass wir ja alle im Homeoffice sitzen, oder viele zumindest, wie heute nicht. Glücklicherweise heute nicht. Aber dass man halt durch solche Prozesse dann niemanden vor Ort haben muss. Denn klar ist, wenn man Papier abtippen muss, was im Büro liegt, dann ist das alles immer ortsgebunden. Und über solche eine Cloud-Lösung kann ich halt entsprechend die Arbeit dann auch von beliebigen Plätzen aus durchführen und von allen Plätzen auch entsprechend auf die Daten zugreifen. Das ist sehr hilfreich. Ich greife eins noch auf, für uns als Multiplikatoren, die wir ja sind in unserer Funktion, ist diese Lösung, die wir ja heute geschaffen haben, für einen Kunden, die ist ja übertragbar auf andere, auf viele Kunden. Das heißt, wir können die ja heute ohne einen gewissen Installationsaufwand auch für andere Kunden nutzen und somit die Software auch für viele weitere Kunden einsetzen. Das ist auch natürlich ein großer Vorteil jetzt, wenn ich mich dann in der Cloud bewege und da die Lösung da geschaffen habe. Genau. Das ABD ist ja durchaus ein standardisiertes Formular des Zolls, also von daher, da gibt es mit Sicherheit Parallelen. Ja. Wir haben ja auch schon andere Anfragen in ähnlicher Form, wo es auch um andere Dokumente geht. Also da haben wir auf jeden Fall noch spannende Projekte vor uns. Das ist genau das. Also unser Ausblick, unser Fazit aus unserer Lösung, die wir dort haben, das haben wir. Wir haben weitere Anfragen von Kunden aus dem Logistikumfeld. Das, was wir heute hier machen, hier in Hamburg, haben wir ja auch in einer Online-Veranstaltung auf Ihrer Seite, von unserer Seite unterstützt, sodass wir auch diese Lösung schon mal bei Ihrem Digital-Online-Logistik, ja, bei dieser Messe dort einmal vorgestellt haben. Da waren auch ich glaube, etwas über 300 Kunden waren dort digital zugeschaltet, so wie wir es heute hier auch haben. Das war digital. Ich hoffe natürlich, dass wir diese Zahl heute etwas steigern können, vielleicht auch hier heute in unserem Vortrag. Und haben diese Kunden dann angesprochen, die haben diese Lösung gezeigt bekommen und daraus resultiert von unserer Sicht auch resultieren einige Anfragen. Wir sind mit den Kunden in Kontakt und haben dort Anfragen zur gleichen Dokumentart wie auch zu weiteren Dokumentarten, die aber auch einen Formularcharakter da an der entsprechenden Stelle haben. Genau. Ja. Und aus dem Hause jetzt des Kunden DB Schenker haben wir Anfragen, dass es erweitert werden soll. Wir haben heute unsere Lösung für Deutschland erstellt. Weitere Anfragen liegen vor, sodass wir auch nach ganz Europa gehen, aus Großbritannien. Da sind einige Zolldokumente, die dort jetzt anfallen, sowie auch von Partnerunternehmen, die jetzt Dokumente in der Schweiz angefragt haben. Also das ist jetzt auch ein Projekt, eine Lösung, die wir geschaffen haben, die für beide Seiten auch wirklich zum Gewinn. Das ist ein schönes Erfolgssignal auch. Genau, beiträgt, ja. Eine weitere Erweiterung, wir haben hier jetzt gerade Drag and Drop gesehen, dass die Dokumente dort eingestellt werden. Wir sind auch hingegangen und haben E-Mail-Postfächer dort als Möglichkeit jetzt konfiguriert, sodass Sie die Möglichkeit haben, die Dokumente per E-Mail zugänglich zu machen. Eine weitere Möglichkeit des Inbound-Management wird sein, dass wir auch da lokale Dateiablagen nutzen können, auf die zugegriffen wird und dann dieser Automatismus dann an der Stelle dann auch greift. Ja. Fazit für weitere Bereiche, weitere Anforderungen, das, was wir gesagt haben. Wir können weitere Dokumentarten damit erkennen, auslesen und sämtliche Prozesse damit unterstützen und diesen Prozess den gesamten Prozess somit digitalisieren, den Faktor Zeit damit absolut minimieren. Und was wir gerade noch gar nicht gesagt haben, die Fehlerquote ist natürlich auch ein enormes Gut, dass die Daten, die dort ausgelesen werden, jetzt von einer hohen Qualität sind, sodass wir eine geringe Fehlerquote haben. Und der Faktor Mensch an der Stelle da entlastet wird und der wirklich dann nur in Teilen in die Dokumente zur Kontrolle hingeben muss. Und das gibt uns ja auch zeigt uns die Praxis, dass die Qualität des Auslesens da eine sehr hohe Qualität hat.
Genau, ja, wir haben auch Daten ja validiert auch, die dann übergeben worden sind, beziehungsweise die Daten wurden in Ihrer Software validiert gegen die Daten, die wir Ihnen zur Verfügung gestellt haben. Das war jetzt beispielsweise die Zolltarifnummer, die auch da entsprechend ausgelesen werden muss und dass die eine bestimmte Struktur hat, eine bestimmte Stellenanzahl und das entsprechend, wenn das nicht der Fall ist, auch eine rote Ampel anspricht sozusagen. Und sowas hilft natürlich auch dann, um Datenfehler dann entsprechend zu vermeiden. Prima, ja. Das ist die Technik, die wir dann hinterlegt haben bei gewissen Formularen oder bei gewissen Strukturen, die dann in dem entsprechenden Feld dann zu hinterlegt waren. Genau. Ja, oder zu hinterlegen sind. Ja, prima. Ja, Herr Linder, kommen wir zum Abschluss. Ich danke recht herzlich für Ihre Zeit, dass wir hier in Hamburg sein konnten und tatsächlich hier die Reise nach Hamburg antreten konnten, um unsere Lösung hier einmal dem Develop Forum vorzutragen, mit unseren Erkenntnissen, mit Ihren Erkenntnissen, die Sie dort jetzt aus den Erfahrungen haben. An der Stelle sage ich herzlichen Dank, Herr Linder, für Ihre Zeit. Ein Gruß ans Develop Forum in der Home Edition nach Hause, wo auch immer Sie sich befinden, und viel Spaß weiterhin. Vielen Dank, bis dahin.